Wir sind Itchy Poopskit aus Eisling an der Vils. Das ist der Silvi, der spielt die Gitarre. Ich bin der Panzer, ich spiele den Bass. Und ja, mittlerweile gibt es uns schon seit 15 Jahren und 900 Konzerten in ganz Europa. Und heute sind wir hier. Gute Bilanz. Gute Bilanz. Und endlich hier. Ja, endlich mal. Thank God we ended war. We're at peace and fight no more. Everyone is helping and giving back. When I turn on my TV. Musik ist für uns schon so Hauptlebensinhalt, weil wir jetzt, wie gesagt, seit 15 Jahren zusammen Musik machen und die Band haben und eigentlich auch ständig im Proberaum, im Tourbus oder im Studio sind. Deswegen ist es ja eigentlich schon die wichtigste Sache für uns. Wir sind da sehr dankbar und versuchen uns immer, das wieder klar zu machen, in was für einer glücklichen Position wir uns befinden, dass wir hauptberuflich Musik machen können und quasi unsere Brötchen damit verdienen, dass wir abends vor ein paar hundert Leuten spielen, die unsere Texte auswendig singen. Das ist was ganz Besonderes für uns. Ich weiß noch, die allerersten Seiten auf meiner allerersten Gitarre, die blieben dort, glaube ich, 2 Jahre drauf. Das war wirklich am Anfang, hat man einfach, da ist man gar nicht auf die Idee gekommen, dass man ja irgendwann neue Seiten brauchen Sind doch welche drauf? Ja, es sind welche drauf. Gut, die haben irgendwann so eine Kruste drumherum und sind schwarz, aber ein Ton kommt immer noch raus. Ich glaube, ich habe wirklich 2 Jahre lang keine Seiten gewechselt. Und dann? Und dann kam wirklich der erste Kontakt auch mit Ernie Ball. Und zwar haben wir auf einem Nachwuchswettbewerb sind wir ins Europafinale eingezogen. Und wir waren quasi in der Runde die erstplatzierte Band und dann wurden die Preise verteilt und die zweitplatzierte Band hat eine Gitarre bekommen und wir einen Satz Seiten oder so einen Karton mit Seiten. Und dann dachten wir, na toll, so ein Scheiß. Und dann ist uns aber auch irgendwann mal bewusst geworden, dass Seiten echt ein elementarer Bestandteil von einem Sound sind und dass man sie doch öfter mal wechseln sollte. Und dass wir dann so direkt zu Ernie Ball oder beziehungsweise mit Ernie Ball in Kontakt gekommen sind und dann sehr begeistert waren, ist natürlich super. Für mich müssen Seiten auf der einen Seite fett klingen, weil wir eben nur eine Gitarre live haben und zum anderen müssen sie auch brillante Höhen haben, weil auch Solos mal vorkommen in Songs und das muss einfach beides vereint sein an einer Seite und die Skinny Top, Heavy Bottom, die ich spiele, machen das, Gott sei Dank. Bist du froh drum? Ja, ich finde es beim Bass auch wichtig, dass eben brillante Höhen da sind, damit er sich auch durchsetzen kann. Ich spiele die Hybrid Slinky in der Stärke 45 bis 105 und auf die habe ich mich eingeschossen seit Jahren schon und bin da mega glücklich mit. Black and white side by side at last. We're singing, oh, oh. Der Grundsound unserer Band ist eigentlich schon ein vollverzerrter Sound, den wir auch live am meisten benutzen. Dennoch kommen auch mal Crunch-Sounds vor. Ich habe auch eine Tele, die ich für einige Songs benutze, einfach um noch ein bisschen differenzierter zu klingen. Und wie ist es denn bei dir? Also ich versuche vor allem live halt einfach so die solide Basis zu schaffen, weil wir eben nur eine Gitarre haben und er auch manchmal irgendwie Solo spielt und dann die Akkorde wegbrechen. Dann versuche ich das aufzufangen, habe auch noch ein paar Verzerrer, die ich dazu schalten kann und funktioniert eigentlich ganz hervorragend mittlerweile. We're dancing in the sun and everybody's happy. Welcome to a world where no one cares who's number one. Where you don't feel no pain and nobody is greedy. Everyone has time and no one's ever on the run. We're dancing in the sun.